Ja, hallo, mein Name ist Daniel, einer der Auktionatoren hier bei BCA. Hier stehen wir neben einem Fahrzeug, sieht so ein bisschen nach einem Volvo XC40 aus, ist aber keiner, denn das ist ein Link 01, ein ziemlich junges Fahrzeug hier bei uns am deutschen Erfahrungsmarkt. Und da können wir heute einiges drüber erfahren, einiges drüber lernen. Kommt einfach mal mit. Ab geht's zu Link. So, angekommen. Dann gucken wir uns jetzt mal um. Ich schau mal. So. Ach, da ist er schon. René. Ja, da bin ich schon. Hey, René. Hi, grüß dich. Freut mich, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Wir sind hier in Düsseldorf bei Lynk & Co. zu Gast. René ist hier der Store Manager und Club Manager heißt es bei euch, ne? Genau, sorry. Und ja, erstmal, ich bin ja wirklich erstaunt, weil, wenn wir mal ehrlich sind, klassisches Autohaus sieht ein bisschen anders aus, ne? In der Tat, genau. Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht sein. Wir möchten auch nicht diese typische Autobrand sein. Unser CEO hat es mal so schön gesagt, the world don't need another car brand. So, trotzdem haben wir ein Auto, weil wir ein paar Dinge anders machen. Nicht nur beim Auto selbst, sondern auch bei dem gesamten Konzept, was wir uns halt eben ausgedacht haben. Und deswegen heißen unsere Stores halt eben auch Clubs. Deswegen bin ich natürlich auch ein Store Manager, aber halt ein Club Manager, weil hier geht es um Community, hier geht es um Events, hier geht es halt darum, Menschen zusammenzubringen und irgendwie, naja, über diesen Weg dann nachher über unser Mobilitätskonzept zu sprechen. Weil es halt eben nicht nur das Auto ist, sondern das gesamte Konzept drumherum. Ja, ein Stück weit ist es ein Smartphone auf Rädern, aber da kommen wir ja nachher noch zu. Ja, von daher, ich würde dir gerne mehr zeigen, wenn du magst. Freue ich mich. Ja? Deswegen bin ich hier. Cool. Danke dir. Ja, und dann sind wir jetzt hier schon im vorderen Bereich des Clubs. Fängt dann mit einer großen Lounge-Area, viel Sitzgelegenheiten. Ja, es gibt Fahrräder. Wir haben Schuhe aus einem besonderen Material, aus Kork. Also nutzen wir scheinbar nicht nur für Weinflaschen. Es geht um Nachhaltigkeit, ne? Und das ist etwas, was wir nicht nur halt eben bei unserem Auto halt eben machen, sondern halt eben auch bei den Partnerprodukten, die wir halt eben auswählen. Ja. Und ja, das soll halt eben auch Leute hier reinbringen. Genauso wie unsere Kaffeebar, die du gerade gesehen hast. Ne? Also Kaffee verbindet eben Menschen. Ja, und wenn man sich so umschaut, ihr habt eine Menge Platz dafür, dass am Ende des Tages nur ein Fahrzeug hier steht. Ne? So ist es. Ja, genau, und das ist auch schon wieder anders als im Autohaus, wo man sich da manchmal eher so und so zwischen den Autos bewegt. Das ist halt hier nicht, sondern ich kann ja halt irgendwie in jeder Ecke irgendwas entdecken, hab natürlich da das Auto, aber wir nutzen halt den Platz halt einfach auch für Events. Ne? Also in Form von, naja, einfach mal eine Party schmeißen. Ne? Also von unserer Eröffnungsparty bis heute sind auch dazwischen mal Tanzveranstaltungen gewesen, zum Salsa-Tanzen. Also auch gern mal eingeladen. Du kannst aber auch einen Barista-Kurs hier halt eben besuchen, vielleicht auch mal ein Wine-Tasting, also you name it. Und darum geht's. Wir möchten über diesen Weg erstmal mit den Menschen in Kontakt kommen, die Awareness steigern. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Und naja, der eine oder andere wird dann vielleicht irgendwann im Freundeskreis mal erzählen, ich war da bei Lynk & Co, das war ja total cool. Aber die machen doch Autos. Ja, genau. Ja, vielleicht ist das was für mich. Ich gehe da mal vorbei, weil du hast mir so viel Positives erzählt. Und das ist das, worum es geht. Also ihr kommt mehr über das Umfeld, über die Geschichte, über den... Genau, das ist im Grunde so der Sinn. Ja, und hier sind wir schon im hinteren Bereich des Clubs. Auch wiederum sehr groß. Du siehst hier halt eben im hinteren Bereich halt eben auch unseren Coworking Space. Sieht aus wie eine Sauna. Ja, das ist so ein bisschen so das Schwedische, was wir halt eben auch wieder mit reinbringen. Es ist aber halt eben ein Arbeitsraum, wo ich halt eben mit bis zu 6 Leuten halt eben reingehen kann. Technik ist da versteckt. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, einfach mal alleine kommen, mich hier auf die gelben Sofas setzen, die wir hier überall in unserem Club haben. Einfach mal fokussiert arbeiten, unser WLAN nutzen, einen leckeren Kaffee von vorne mitnehmen. Oder aber ich setze mich hier in unserer sogenannten Melting Lounge einfach mal hin und schaue mir dir die Porträts von einem Düsseldorfer Fotografen, mit dem wir zusammengearbeitet haben, an. Und ja, auch das zeigt wieder so ein bisschen so dieses, wir sind zwar international, möchten aber halt eben auch lokal zeigen, mit welchen Künstlern wir zusammenarbeiten. Und du würdest das jetzt zum Beispiel in Berlin nicht finden, weil dort arbeiten wir zum Beispiel mit einem Berliner Künstler eher zusammen. Gleiches gilt zum Beispiel für die Radschläger, die hinten sind, hinter unserer Melting Lamp, die wir in jedem Club haben. Aber die Radschläger, die sind nur hier. Ne? Und das ist das, worum es geht. Wir möchten halt auch einen Community Space, klar für alle Lynk & Co Member haben, aber eben halt auch lokal. Lokal ansprechen. Lokal ansprechen, genau. Und darüber halt auch irgendwie eine gewisse Verbindung schaffen.
Ja, René, jetzt sind wir wieder da, wo wir auch auf jeden Fall hin wollten, nämlich das Fahrzeug anschauen. Ja. Hier steht da euer 01. Genau. Gib mal 2, 3 Basisinfos. Ja, sehr gern. Ja, also der Lincoln Co. 01, ein Plug-in-Hybrid, 70 Kilometer Reichweite. Danach springt der Benziner ein und ja, bringt uns dann weiterhin ans Ziel. Ausführung ist im Prinzip immer so, wie er hier steht. Du kannst noch wählen zwischen blau und schwarz, aber ansonsten sind wir auch, ja, ähnlich wie unser gesamtes Konzept, möglichst easy und sagen, that's the Fahrzeug sozusagen. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach auch gerne mal den Innenraum an. Das machen wir. Ja? Cool. Ja, Mensch, da sind wir jetzt in der guten Stube, wobei es eine sehr stylische, gute Stube ist. In der Tat. Ja, wirklich sehr, sehr fein. Erzähl mal. Ja, sehr gern. Also ja, zentrale Elemente sind im Prinzip die großen Displays, die wir hier haben, jetzt mal abgesehen von dem tollen Panoramadach. Hier sehr klare Anzeige. Hier jetzt einfach unser großes Display. Rechts, links kann ich streichen, also im Grunde das, was man halt so kennt. Wie man hier schon sieht, Apple CarPlay, Android Auto, beides ist möglich. Sehr praktisch ist natürlich hier diese Matte. Ich öffne einfach mal hier und hole mein Smartphone mal raus und kann jetzt einfach hier mein Handy auf die Ladematte legen. Es verbindet sich und schon bin ich halt im Prinzip jetzt in diesem Fall mit CarPlay verbunden. Okay. Aber was ist besonders? Das ist natürlich wahrscheinlich das, was du insbesondere wissen willst. Ganz genau. Wir haben ja vorhin auch über Nachhaltigkeit, Sustainability gesprochen und da geht es natürlich auch bei unserem Fahrzeug drum. Und wir haben eine ganz tolle Software eingebaut. Im Grunde geht es hier ums Carsharing. Du kannst dieses Auto, wenn du selber halt eben es fährst, einfach zum Carsharing freigeben. Du öffnest im Grunde einfach die App hier, gibst im Grunde an, von wann bis wann du den Wagen freigeben möchtest, setzt einen Preis fest und jeder, der sich bei uns in der Lincoln Co. App registriert hat, kann dieses Fahrzeug sehen und im Prinzip auf Leihen drücken. Du bestätigst das Ganze und derjenige kann mit seinem Handy das Auto öffnen, fährt los und bringt es zum vereinbarten Zeitpunkt zurück. Ein paar Fotos vorher und nachher machen, damit klar ist, dass da keine Kratzer vorher und nachher dran waren. Und dann war es das auch schon. Okay. Also super easy. Und das kann ich quasi an jedem Ort in Deutschland machen. Also ich fahre hier nach Düsseldorf, möchte auf die Kö und sage, ich brauche dafür 2 Stunden. Dann kann in den 2 Stunden jemand anders damit unterwegs. Ganz genau. Das ist im Prinzip genau auch unser Nachhaltigkeitsgedanke. Denn wir haben halt einfach festgestellt, Autos generell stehen zu 96% der Zeit herum. Und es wäre doch irgendwie cooler, wenn, naja, mehr Menschen weniger Autos, dementsprechend auch weniger Ressourcen nutzen. Und ja, am Ende des Tages sollte uns das allen helfen. Ja. Und das ist halt hier einfach schon direkt mit drin. Ja. Und das ist halt wirklich cool. Und wenn wir schon beim Sharing sind, hier unten haben wir ja hier die Möglichkeit, sich auch mit unterschiedlichen Profilen einzuloggen. Das heißt, selbst wenn man innerhalb desselben Haushalts ist, tipp einfach hier oben drauf. In dem Fall tippe ich jetzt hier einfach meinen Code ein. Und ja, es passt sich jetzt automatisch hier alles im Fahrzeug an, was ich eingestellt habe. Sitz, das Thema wird jetzt angepasst. Und ja, ist super easy, einfach zwischenzeitlich mal zu wechseln und ja, wieder loszufahren. Ja, super. Richtig spannender Ansatz, richtig viel Input. Vielen lieben Dank, René. Ja, sehr gerne. Danke, dass wir hier sein durften. Ich Immer muss wieder wieder gern. zurück, so schade wie das ist. Na ja gut, aber du kannst ja mit dem Wagen fahren, von daher alles super. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen, viel über ein interessantes Fahrzeug, ein interessantes Konzept gelernt. Macht's gut, bis bald. Ja, Mensch, da haben wir heute richtig viel erfahren über eine spannende Marke, ein innovatives Fahrzeug, vollgepackt mit coolen Features. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo kriege ich sowas denn her? Ja, hier bei BCA in der EV-Auktion, da ist er regelmäßig drin. Schaut gerne mal rein. Bye.